Paracord oder PET-Sleeve. Was eignet sich eigentlich am besten für mein Bild? Heute bei Meta Custom Computers. Ja, willkommen zu Meta Custom Computers, ein weiteres Video. Heute geht es um PET-Sleeve und Paracord-Sleeve. Wo liegen eigentlich die Unterschiede? Wann verwendet man was? Was sind die Vor- und Nachteile? Wir beginnen einmal mit dem PET-Sleeve. Das ist dieser hier in Orange. Das ist ein Phalanx-Sleeve von gosumods.com. Da gibt es einmal oben rechts einen Link für euch. Es gibt sehr, sehr viele PET-Sleeves auf dem Markt. Die haben alle eine verschiedene Webung, es wird verschiedenes Material verwendet. Es ist zwar immer PET, das ist Polyethylen-Terephthalat, das kennt man von einer PET-Flasche, aber das Ganze gibt es in verschiedenen Qualitätsabstufungen, verschiedene Dicken der einzelnen Fasern, verschiedene Blickdichten, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dieses hier, wie gesagt, der Phalanx-Sleeve. Der Vorteil beim PET-Sleeve liegt darin, dass er ohne Hilfswerkzeuge zu verwenden ist. Das bedeutet, man muss kein Geld ausgeben, um bestimmte Werkzeuge zu kaufen, um seine Kabel zu sleeven. Ich habe hier einmal was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Das hier ist ein Terminal auf einem Kabel. Und den kann man relativ einfach in den Sleeve einführen, durchschieben und kann ihn auch wieder rausziehen. Funktioniert beim Paracord nicht. Deswegen führe ich das auch gerade nicht vor, weil das endet in einem Desaster. Am Ende muss man es rausschnippeln. Frustrierend. Also Bedienung komplett ohne Werkzeuge, kein Paracord Threader oder irgendwie sowas in der Richtung. Funktioniert alles so. Relativ einfach. Weiterer Vorteil, der Schmelzpunkt. Der Schmelzpunkt ist sehr angenehm. Wenn man das ans Feuerzeug ranhält, fällt einem das relativ schnell auf, dass die Schmelzung sehr gleichmäßig vonstatten geht. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, durch Anpressen dort relativ guten Halt zu finden an dem Terminal. Oder man benutzt natürlich die Methode mit dem Schrumpfschlauch, wo man den Schrumpfschlauch diese Anpressung übernehmen lässt. Funktioniert beides. Wo wir beim Thema Schrumpfschlauch sind, es ist möglich, shrinkless und natürlich mit Heatshrink zu arbeiten. Bei der Heatshrink-Methode lässt man den Schrumpfschlauch drauf und steckt ihn mit Schrumpfschlauch in den Konnektor. Dabei sollte man darauf achten, dass man den Schrumpfschlauch auch auf exakte Längen abgeschnitten hat, dass das am Ende im Konnektor auch ein gleichmäßiges Bild ergibt. Ein Nachteil, PET-Sleeve ist leider nicht so blickdicht wie Paracord. Das bedeutet, man sollte darauf achten, welche Farben man verwendet, in Kombination damit, welche Farben an Wire man benutzt. Wenn man jetzt hier den schwarzen Wire einmal da durchschiebt, ich weiß nicht, ob die Kamera das richtig aufnimmt, ob ihr das sehen könnt, der Sleeve verdunkelt sich leicht. Das bedeutet, bei hellen Sleeves, gerade auch bei solchen kräftigen Farben, darauf achten, dass man den Wire da nicht durchsehen kann. In diesem Fall für das Orange würde ich definitiv empfehlen, weißen Wire zu verwenden, weil ansonsten kann es sein, dass man sich die gesamte Optik oder gerade auch diese Leuchtkraft, die das Orangene sehr stark ausstrahlt, dass man sich das damit ein bisschen kaputt macht. Und, wo wir jetzt gerade schon bei den Farben sind, ein weiterer Nachteil, es gibt nicht so viele Farben. Das Angebot wird immer breiter. Früher gab es da relativ wenig Angebot, mittlerweile gibt es da schon eine schöne Farbauswahl, aber natürlich nicht alles. Das bedeutet, wenn es hier gewisse Farben nicht gibt, wenn ihr für euren Build euch eine Farbe ausgesucht habt, die gibt es nicht als PET, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als auf Paracord auszuweichen, oder man findet da einen Kompromiss, man versucht das mit einer anderen Farbe zu zu kompensieren, dann dürfte das eigentlich auch kein Problem geben. Beim Stichwort Paracord würde ich sagen, wir kommen hier direkt jetzt auch einmal zum Paracord. Der hier in Mintgrün, weil Mintgrün gibt es leider nicht als PET. Der besteht aus Nylon. Paracord, das steht für Parachute Cord. Der wurde erfunden, um ihn als Fallschirmleine zu verwenden. Für die Soldaten, damit die auch nach der Landung die Fallschirmleine noch für weitere Zwecke nutzen konnten. Die konnten das dann einfach abschneiden von ihrem Fallschirm und konnten ihn dann weiter benutzen als normales Seil für Wickelung oder sonst irgendwas. Man kann das hier sehr schön sehen. Paracord besteht aus mehreren Adern, die hier drin sind. Das hier ist jetzt der Typ 550. 550 dürfte Typ 3 sein. Die 550 steht dafür,
dass die maximale Belastung hier bei 550 britischen Pound liegen. Das dürften so um die, lass mich nicht lügen, 250 Kilogramm sein an Traglast, die dieses Seil tragen kann. Diese Adern zieht man natürlich raus, wenn man den als Sleeve verwenden möchte. Es bleibt dann nur noch dieser Schlauch übrig, der auch aus Nylon besteht. Sehr, sehr, sehr dünn gewoben. Man sieht das hier vielleicht auf der Kamera. Ich versuche das einmal scharf zu stellen. Diese einzelnen Härchen hier unten, die sind wirklich dünner als ein menschliches Haar. Das ist auch der Grund, warum man den Terminal, wenn man sich das hier einmal anschaut, mit diesen kleinen Fähnchen da dran, ne, warum man den dann nicht lose durchfädeln kann, weil der bleibt da drin an jedem einzelnen Härchen hängen. Man muss ihn am Ende wirklich rausschneiden. Das ist sehr, sehr mühsam, es ist frustrierend. Deswegen kommen wir direkt schon zu dem Punkt beim Paracord. Es ist sehr schwer zu verarbeiten. So. Man braucht definitiv Hilfswerkzeug dafür. Entweder einen Paracord Threader, was ich definitiv empfehlen würde, wenn man damit des Öfteren arbeitet. Das ist nichts weiter als eine Art Hülse, die vorne sehr glatt poliert ist, damit sie sehr gut durch den Sleeve durchkommt. Den stülpt man über den Terminal und benutzt ihn dann als Einfädelhilfe. Ich denke mal, man kennt das, wenn man eine Kordel durch einen Hosenbund durchziehen möchte, an einer Sicherheitsnadel, haben wir das wahrscheinlich alle schon gemacht. Und dann mit dieser Raupentechnik immer durchdrücken und ziehen, dann diesen Fädler durch den Sleeve durchzieht. Des Weiteren, Nylon hat einen anderen Schmelzpunkt als PET. Und dieser Schmelzpunkt, das ist, ja, ich sag mal, er ist filigran. Er ist nicht so leicht zu finden. Man hat ständig das Gefühl, man bewegt sich auf einer ganz schmalen Ebene zwischen es tut sich gar nichts und das Material verschmort. Und dadurch ist es auch sehr schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man von der Flamme weggeht und versucht, das Ganze hier so ein bisschen anzudrücken, um das so schmal wie möglich zu machen. Es ist möglich, Shrinkless damit zu arbeiten. Das habe ich auch selber schon gemacht bei meinem Bild, wofür ich das Mintgrün verwendet habe. Da habe ich Shrinkless gearbeitet. Aber es ist mühsam. Teilweise muss man mehrere Schmelzvorgänge durchgehen und das Material beim Andrücken vielleicht sogar leicht hochziehen. Und es ist wirklich mühselig. Deswegen Shrink-Methode mit Schrumpfschlauch darauf ist wesentlich einfacher. Man kann ihn am Ende einfacher in den Konnektor reinführen. Zu den Vorteilen. Paracord ist sehr blickdicht durch diese sehr, sehr, sehr starke Webung, durch diese ganzen feinen Fasern. Sehr, sehr, sehr blickdicht. Das heißt, es spielt überhaupt gar keine Rolle, welche Art von Kabel man verwendet, welche Farbe dieses Kabel hat. Man sieht da nichts durch, wirklich gar nichts. Des Weiteren, es gibt eine wesentlich größere Farbauswahl als bei PET. Also da gibt es auch einschlägige Shops, bei denen die haben sich auf Paracord spezialisiert. Da findet man wirklich einen Haufen an verschiedenen Farben, Farbabstufungen, Helligkeitsstufen. Es gibt mittlerweile sogar schon welche in Tarnmuster und in Candyfarben mit Pink, Blau gemischt, ineinander verwoben, kariert. Da gibt es wirklich alles zu haben. Deswegen, für den Fall, dass man ein Bild hat, dessen Farbe man jetzt nicht wirklich im PET findet, ist man beim Paracord wirklich gut aufgehoben. Da nicht die passende Farbe zu finden, das ist wirklich schon sehr schwer. Halten wir jetzt einmal fest, die Unterschiede zwischen PET und Paracord einmal kurz zusammengefasst. PET verwenden, wenn man wirklich auf diesen glossy Finish, ich nenne das jetzt einfach mal glossy, dieses leicht glänzende, synthetisch aussehende. Wenn man darauf steht, wenn man das Ganze in seinem Bild haben möchte, dann definitiv PET nehmen, das bekommt man mit Paracord nicht. Und natürlich, wenn man sehr schnell und sehr einfach damit arbeiten möchte, ohne Hilfswerkzeuge, wirklich unkompliziert. Deswegen auch ein weiterer Vorteil oder ein Grund, warum man sich dafür entscheiden sollte, wenn man Anfänger ist. Man hat nicht das Geld für die ganzen Werkzeuge oder man hat nicht die Expertise darin, wie man die verwenden möchte. Das ist das erste Sleeving-Projekt, was man machen möchte. Dann definitiv PET, das ist die einfache Wahl. Wann oder warum Paracord? Wenn man auf diesen stealthigen Look steht. Ich sage jetzt einfach mal stealthy, weil das Ganze ist
Nicht so glänzend wie Paracord. Das geht eher so in die matte, seidenmatte Richtung. Sieht ein bisschen stealthy aus, wie ich finde. Und wenn man auf diesen Look steht, dann wirklich Paracord verwenden. Aber an dieser Stelle, wenn man jetzt eine Farbe gewählt hat als Paracord, dann sollte man auch wirklich alle weiteren auch als Paracord nehmen. Nicht PET und Paracord mischen, weil das sieht nicht aus, das funktioniert nicht. Des Weiteren, Paracord immer dann verwenden, wenn es die Farbe in PET nicht gibt, weil da bleibt einem ja nichts anderes übrig, außer sich umzuentscheiden, doch eine andere Farbe zu wählen. Und ein weiterer Punkt natürlich, leider nur verwenden, wenn man darin schon etwas fortgeschritten ist. Wenn man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat zum Thema Sleeven, wie das Ganze funktioniert, dann wirklich Paracord benutzen als allererstes Sleeving-Projekt. Ich möchte nicht sagen, dass man es nicht machen sollte, aber ich finde, es ist wesentlich einfacher als Anfänger, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, mit PET zu arbeiten. Weil Paracord kann wirklich sehr frustrierend sein, es kann sehr mühselig sein. Und das dann als erste Erfahrung für Sleeving zu sammeln, das ist natürlich jetzt nicht wirklich schön. Deswegen Paracord, wenn man schon mal das ein oder andere Kabel gesleeved hat, dann kann man ruhig Paracord nehmen, das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist halt ein bisschen tricky, daran muss man sich gewöhnen. Ansonsten denke ich, ist das Ganze auch ein kleines bisschen eine Frage der Erfahrung. Wenn man mit beiden gearbeitet hat, ist das natürlich noch besser, weil da kann man dann für sich entscheiden, was ist einem der Aufwand wert, wie sieht das Ergebnis am Ende aus. Das muss man für sich selbst entscheiden. Gut, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, eine Entscheidung zu finden oder ein bisschen Wissen dazu zu erlangen. Mein Name ist Maike, Meta Custom Computers, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!